Moin Freunde, heute geht's zur Copa Sudamericana. Wir gucken Gimnasia gegen Universitario. Was soll das jetzt? Viel Spaß! Ja, und jetzt sind wir gerade im Naturkundemuseum in La Plata und hier sind so Dinosaurier ausgestellt und all so ein Kram. Achso, Jonas ist übrigens da. Hoi. Der dachte sich, er hat mal Bock auf Südamerika und hat sich angeboten, weil ich gerade hier bin. Wir haben zusammen Abi gemacht. Also, ja, und jetzt ist er hier. Chillig. Schon geil. Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Mal gucken, ob wir in Chile irgendwelche Erdbeben kriegen. Das wäre wild. Ja, das wäre wirklich wild. Muss ich jetzt nicht. Wäre mal cool zu sehen. Wäre mal cool zu erleben, ne? So Todesangst zu haben. Ja, einfach mal machen. Einfach mal machen. Kann man sich auch die Entstehungsgeschichte und sowas der Erde und der ganzen vielfältigen Arten reinziehen. Hier gibt es auch um 15 Uhr. Wann ist das? Ich glaube in einer Stunde oder so. Gibt es ja auch so eine Führung, aber haben wir jetzt nicht so Turn drauf. Uns gerade gefragt, wie das spanische Wort für Milliarde ist, ob es wie im Englischen ist, so wie schon ist oder so. Das werde ich jetzt mal nachgucken. Ich habe gerade nachgeguckt und die benutzen auch Millardos oder Milliardos, aber da steht auch Mil Millones, also die benutzen quasi 15.000. Digga, das ist ja geistkrank. Wie fühlst du dich? So wie er. Das ist doch mal ruhig. Da würde ich gegen Zungenbrecher wollen. Herrerasaurus Ischigualastensis. Ja, das ging sogar schwer. Da checkt man erstmal, was für Dimensionen das eigentlich sind, was das für Viecher waren, wenn das so ein Knochen, irgendwie so ein Oberschenkelknochen von so einem Viech war. Boah, das macht dich weg, ne? Ich finde das irgendwie so faszinierend, dass das so echte präparierte Knochen halt sind. So. Weil die Mama gerade auch zu ihrem Kind. No se toca. Das fasst man nicht an. Sehr gut erzogen. Beziehungsweise gute Erziehung. So, jedes dieser Viecher hätte dich einfach weggemacht. Stell dir mal vor, so jetzt kommt auf dich zugelaufen, Alter. Was nennst Da kannst du auch nicht mal rüberspringen. Der sieht hier ein bisschen was? Nein, lieber nicht. Doch, der sieht super aus. Einfach ein Laufvogel. Ich finde das so, weiß nicht, so schwer sich das vorzustellen, dass die Viecher einfach mal lebend rumgelaufen sind. Und dann hast du da so ein, sowas hier, also... Hello, motherfucker. Hast du so Gürteltiere, die haben so richtig fette Panzer, aber wenn du dann diese Dinosaurier hier siehst, dann ist auch klar, warum die so einen Panzer brauchten, wenn die nicht gefressen werden wollten. Sowas hier. Ja, damit ich erschreckst im Dunkeln. Der größte Vogel der Welt, ein Kondor. Alter, krass. Geil. Ey, ich wollte gerade genau das gleiche sagen. Ey, Familienfoto, Bruder. Das ist ein richtig dummer Witz, so beide zwei dumme Eingedanke. Das ist mal krass, Alter. Hängt da so ein Riesenviech dran. Was ist das für ein Wal? Keine Ahnung. Ich kann das nicht lesen. Was steht denn da? Das kann ich nicht lesen. Das ist übrigens die Eingangshalle. Schon sehr cool. Aber ich feiere Museen auch, vor allem halt eher so Sachen über vergangene Zeiten,
So Gemälde und sowas, so moderne Kunst bockt mich nicht so, aber so ältere Sachen sind schon immer ganz cool, finde ich. Wie haben die sowas gemacht? Wie haben die sowas hinbekommen, sowas auszuhöhlen? Das ist so krass. Auch so hier diese ganzen Dinger. Das ist so 1000 nach Christi bis 1400 nach Christi passiert. Crazy. Das sieht so aus, als hätte das jetzt letztens jemand auf dem Markt verkauft. So. Jetzt ist gerade so hergestellt mit modernen Werkzeugen. Ich weiß nicht, mich fasziniert sowas. Auch mit was für. Wie akkurat die gearbeitet haben. Guckt euch das doch mal an. Ritzen das da raus. Das ist einfach so eine Vase, keine Ahnung. Das ist ja so geil. ¿Sabes? Damit haben die sich ernährt, Junge, das ist so krass. Ich feiere auch so Bogenschießen und so. Ich habe auch mal so einen Kurs in der Uni gemacht. Ich habe mir letztens so ein Video angeguckt, wie man einen Bogen ohne Werkzeuge baut. Dann braucht man einen scharfen Stein, da muss man sich einen Baum suchen, einen Ast suchen, der sich eignet, einen dicken, da muss man den zuschneiden und einfach den Faden muss man aus Heu oder aus Stroh machen. Dann knickt man das so auf, dann zieht man da so das harte innen raus und dann hat man das weiche. Davon nimmt man ganz viel, braucht man übel lang dafür. Da muss man das so zwirbeln, macht man sich so eine Schlaufe, das andere macht man dann, ja, das ist crazy. Das dauert einfach 10 Jahre gefühlt. Aber ich habe richtig Bock, mal so ein Projekt anzugehen. Krass, wie groß das ist, Alter. Hier gibt es auch einfach noch eine 3. Etage. Blöd gelaufen. Hier kommst du nicht hoch. Bogen zum Fischen mit so einem Pfeil. Geil. Das ist auch schon crazy, wo ich überall war. Es gibt 21 Provinzen. Ich war schon da. Iguazú. Ich war Corrientes, Parque Nacional Iberá. Ich war in Jujuy, ich war in Salta. Ich war in La Rioja. Ich weiß nicht, ob Cafayate, ich glaube es ist in Catamarca, ja. Da war ich auch schon. San Juan sind wir nur durchgefahren. Mendoza war ich. Dann Neuquén, Bariloche. In Chubut war ich in Calafate. Glaube ich zumindest. Oder ist es schon Santa Cruz? Ne, ich glaube, Torrellano. Nö. Calafate. Das ist glaube ich Chubut. Hier war ich noch nicht, hier will ich gerne hin. Das ist die Peninsula Valdez. Da sind im Juni, glaube ich weiß nicht, ich glaube Juni oder so, ist Wahlzeit. Und da kann man Wale beobachten. Hier so in der Region. Und ich kenne hier, oder wo ist Bahia Blanca? Ich glaube hier kenne ich welche vom Isoca Festival und da will ich hin. Und genau hier Mar del Plata, ist glaube ich hier irgendwo. Necochea ist hier, da war ich auch bei dem Isoca Festival. Und ansonsten Montevideo, ne, hier Montevideo. Da Colonia irgendwie, genau. Und da Chile. Da geht es nach Puerto Montt, ich glaube hier ist das ungefähr. Und dann geht es hoch bis in der Atacama-Wüste und nach Santiago. Was ich nicht mitgenommen habe, ist Feuerland. Da wollte ich eigentlich nach Ushuaia, aber habe ich im Endeffekt nicht gemacht. Aber ich war ja trotzdem im Süden. Warte mal, Calafate ist safe hier. Dann ist Calafate safe in Santa Cruz. Genau! Hier sind die verschiedenen Volksgruppen, die da sich angesiedelt hatten früher. Super Museum. Aber 3,54 € ein bisschen teuer, ne? Ich war umsonst drin, weil ich hier Studierender bin, aber Student. Aber eigentlich hättest du ja auch nur nicht mal 2 € gezahlt, hättest du nicht deine Mastercard hingelegt, sondern Visa. Nur mal so. Weil irgendwie Mastercard anscheinend den Touristendollar nicht unterstützt. Da haben die wohl kein Abkommen mit der argentinischen Regierung. Also, jo, nice.
Also Freunde, nehmt eure Visa-Card oder informiert euch, welche Karten funktionieren. Bei so einem kleinen Betrag geht's ja noch, ne? Aber stell dir jetzt mal vor, du hättest einen Flug damit bezahlt. Das wird wehtun. Das würde wirklich wehtun. Das klingt nach einem guten Plan. Sag ich, wie es ist. Ich gehe jetzt nach Hause, knacke, wir machen eine Wäsche. Dann gehen wir zu Western Union oder erst zur Sube-Karte beantragen. Ich glaube, das ist besser. Ja. Erst dahin. Die haben auch gar nicht so lange offen, ne? Bis 18 Uhr, glaube ich. Western Union hat, glaube ich, auch noch bis... Solltest du vielleicht nicht schlafen wollen. Sollen wir vielleicht jetzt machen? Ah, scheiße, Alter, ich hab wieder gar keinen Bock. Ich habe 5 Stunden gepennt, Junge, ich will einfach nur knacken. Einfach eine geile Siesta machen. Die haben es hier mittlerweile auch ein bisschen schicker gemacht. Da kann man was essen, sich hinsetzen. Kann man sogar Tretboot fahren. Da Kinderparadies. Früher war das nicht so. Ich brauche gar nicht mehr zu Western Union. Da ist wahrscheinlich nichts drin, sonst wollen die Tür nicht offen lassen, aber... Ja, wahrscheinlich alles in den Vorderen reingezwirbelt. Da liegt einer drunter, der das gerade repariert, aber ich weiß nicht, ich habe auch einfach ein bisschen Respekt. So, der steht da zwar nur mit der Waffe, aber ich traue mich nicht offen zu filmen, weil ich war auch in Salta Jujuy, wir waren in Jujuy, wollten wir zur Puente del Diablo. Da meinte dann, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber da haben wir so zwei Soldaten gefragt, Militärbratzen, und dann habe ich so gefragt, wo das hingeht, dann haben die es uns so erklärt und dann hat er uns so gefragt, wo wir herkommen und so, und dann auch so, meinte er auf einmal so, wie heißt du? Und ich so, wie? So, ich? Und dann er so, ja, wie heißt du? Ich so, ich? Und ich so, dachte so, warum will der das jetzt auf einmal wissen, was soll das? Und dann meinte er so, wie, du heißt ich? So heißt du ich? Und dann haben die anderen sich schon kaputt gelassen. Ich war so, und dann hat er so keine Miene verzogen, hat so richtig ernst geguckt und meinte so, steig aus. Steig aus. Und ich so, warum? Und so, steig aus. Und dann war ich schon so, Digga, was passiert hier? Was man so für Storys hört, so, da geht alles im Kopf auf einmal los. Steig ich so aus und dann so, ja, guck mal da hinten, wenn du da so ein bisschen guckst, da ist so ein bisschen heller am Berg und bla bla. Und ich so, wo genau? Und dann so, ja, da, und siehst du das? Und ich so, ja, okay, ja, danke, super. Ich habe kein bisschen gesehen. Ich habe keine Ahnung, was er von mir wollte. Aber ich war so, Digga, ich will hier einfach nur weg. Ja, habe ich auch ein bisschen Respekt. Wir haben es ja dann auch gefunden, habt ihr ja in den Vlogs dann gesehen. Aber das war schon, habe ich mir ein bisschen in die Hose gemacht, als er so meinte, steig aus. Vor allem auch voll oft werden ja Leute einfach vom Polizisten auch ausgenommen. Sagen dann so, ja, gib mal ein bisschen Geld oder so, sonst, keine Ahnung, habe ich Drogen in deinem Auto gefunden. Und dann bist du so, ja, wow. Und deswegen war ich so schwer. So, Freunde. Sube-Karte nicht beantragt, Geld nicht geholt, aber gepennt und DFB-Pokal und Madrid, ja, Klassiko geguckt. Aber jetzt sind wir auf dem Weg ins Stadion, halbwegs wach. Zwirbeln uns jetzt hier was zu salzen rein, aber erstmal was zu essen. Und dann wird gleich Lobo angefeuert. Digga, das ist so geil. Ich freu mich jetzt wirklich. Jetzt langsam kommt so diese Euphorie. Ich bin noch so halb im Schlaf, aber jetzt kommt langsam geil. So, wir haben jetzt königlich gegessen. Königlich. Jeder ein Liter Bier getrunken? Jeder ein Liter. Und jetzt gehen wir gleich rein mit Hoffen, das ist jetzt mit Gische. Oh, ich sehe schon. Ey Junge, das wird so geil. Die ganze Straße ist schon wieder voll da hinten. Wir haben geile Plätze. Und jetzt muss das Spiel noch anfangen. Wie viel haben wir? Halbe Stunde müssen wir noch warten. Die werben sich auf jeden Fall schon auf. Da hinten ist der Auswärtsblock. Sind jetzt nicht. Nein, aber es ist mega wenig einfach im Vergleich zu dem ganzen anderen Stadion.
Junge, direkt so intensiv das Spiel, das ist unglaublich. Amolo. Ja, es ist zu spät, aber gerade als sie gegangen, oder die stehen da gerade, um reinzugehen, die vom gegnerischen Team, und hinter Jonas steht einer. Der pfeift schon die ganze Halbzeit. Ja, der pfeift die ganze, also finde ich ja gut, ne? So. Das ist genau Aber im Ohr. genau in sein Ohr, so ein Stück davon entfernt. So. Teenie-Schuss incoming, Alter. Ja, das Spiel ist scheiße, die spielen kacke, Keine aber Außenbahnspieler, aber alles in ja, der Mitte. es kommt uns so vor, als würde kein Flügelspieler existieren. Aber die spielen halt auch, der 20er, der 5er und der 10er sind im Mittelfeld. Wir haben einen Stürmer, der macht aber auch die Wege nach außen und nach außen gefühlt ist keiner. Also, ja, wir hoffen aufs Beste. Jetzt spielen die gleich auf unser Tor. Heute nehme ich nicht so viel auf wie beim Klassiko, weil da habe ich geisteskrank viel aufgenommen. Und hier gibt es ja auch nicht so viel zu filmen gerade, ne? Da passiert ja nichts. Also wir gehen gleich auf Klo, Gische und ich. Die anderen sind gerade auf Klo. Wenn die wiederkommen, gehen wir. Damit wir auch die Plätze behalten können, weil wir nämlich richtig geile Plätze haben. Gerade war ein mögliches Handspiel von uns im eigenen Strafraum, aber Schiri hat nicht gepfiffen. Und anscheinend gibt es auch keinen VAR. Dauert das.
Da denkst du ja auch schon so. Vor allem nur noch so, ja, dann kann es ja nicht eine klare Fehlentscheidung gewesen sein bei dem Ja, Elfmeter. das ist ja einfach nur meine Meinung so. Ich finde immer, wenn es Ja, halt ja, so lange safe. dauert, dann denke ich mir so, dann ist es halt unnötig. Also sorry, aber dann Aber ist ich es finde, halt, das mit dem Estudiantes-Spiel war ein gutes Beispiel. Wo die größte Kackkamera war so klar, dauert das dann länger, wenn du so ein Bild bekommst. Wir haben auf jeden Fall 1-0 verloren. Der Elfmeter war das Letzte, was passiert ist. Und dann war nur noch Scheiße. Und wir haben auch einfach nicht gut gespielt. Ja, Anfang zweite Halbzeit war okay, war gut. Aber auch ganz schnell wieder abgebaut, das war halt ein bisschen ätzend und dann halt unglücklich. Was hast du gesagt? Was für ein Niveau war das? unteres Zweitliganiveau war das hier. Unteres Zweitliganiveau, sagt er. Wir glauben trotzdem weiter daran, dass es noch klappen kann. Irgendwie so komplett durch. Universitario ist aus Peru, aber spielt im größten Stadion in Paris. Jetzt werden wir noch ein paar Alpha-Hoes vernichtet und ein bisschen Mate getrunken. Mein Kopf brummt. Der erfolgreichste peruanische Verein. Die Wichser. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Schade, ja, du hast mich outplayed. So high, frag, wann komm ich wieder down, ey. Ja, bist du mein Kopf auf meinem Phone, ey. Caught up in my feelings, ich komm nicht mehr raus, ey.